Hallo Freunde, im ersten Teil habe ich die kleine Böhme komplett zerlegt und jetzt beginnt langsam der Wiederaufbau. Nicht als perfekte Museumrestaurierung, sondern damit diese fast 100 Jahre alte Maschine endlich wieder arbeiten kann. Jetzt muss sie wieder laufen. Im ersten Teil habe ich die kleine Böhme komplett zerlegt und jetzt beginnt der Wiederaufbau. Aber ich mache daraus keine perfekte Museumrestaurierung. Diese Maschine muss erstmal wieder arbeiten, darum reinige und entroste ich jetzt nur die Teile, die direkt wieder zusammengebaut werden. Die komplette Restaurierung mit Lackierung, originale Motor, Lederriemen und alte Schalter kommt später, Schritt für Schritt. Heute zählt nur eins, die Böhme muss wieder laufen. Die Füße habe ich diesmal direkt richtig gemacht, denn die bleiben später dauerhaft an die Maschine. Darum wollte ich dort direkt sauberes Metall, Korrosionsschutz und eine stabile Grundlage. Zuerst habe ich alles mit SSD-Scheibe entrostet, danach die Flächen auf dem Bandschleifer sauber begradigt und dann Schritt für Schritt immer feiner geschliffen, von grobem Schleifpapier bis zu feiner Oberfläche. Danach kam Metallpolitur mit einer kleinen Poliermaschine, 75 mm und einem Lammfell. Zum Schluss habe ich die Fuß noch mit Nanoversiegelung behandelt, richtig einpoliert, damit die Schutzschicht tief ins Metall geht. Und genau das wollte ich testen. Selbst Scheibenreiniger perlt jetzt einfach ab. An schwer erreichbaren Stellen habe ich weiter mit SSD-Scheiben und Metallbürsten gearbeitet. Von allem dort, wo später wieder Teile zusammenkommen. Alle blanke Flächen wurden danach geölt, mit Nanoschutz behandelt und erst dann wieder montiert. So Leute, jetzt baue ich das Maschinenbett und die Füße zusammen. Aber bevor ich das mache, noch was Wichtiges. Ich nehme eine Lappe und schmiere die Stelle, wo die Teile zusammenkommen, richtig gut mit Öl ein. Warum mache ich das? Die Maschine wird ja später sowieso nochmal zerlegt. Ganz einfach, ich will jetzt schon damit arbeiten. Wenn ich schleife, kommt manchmal Wasser dran. Wenn dieses Wasser zwischen Bett und Füße läuft, rostet das sofort wieder fest. Mit dem Öl dazwischen passiert das nicht. So bleibt es sauber bis zur echten Restaurierung. Dann setze ich das Bett auf die Füße. Schon ausrichten und dann kommen die dicken Schrauben rein. Mit der Ratsche ziehe ich alles richtig fest an, auch wenn ich das später wieder auseinanderbaue. Jetzt muss es bombenfest sein. Bei Arbeiten darf absolut nichts wackeln. Und jetzt kommt das Wichtigste für meine kleine Werkstatt, die Schwerlastrollen. Ich schraube sie unten der Füße fest und richte sie gut aus. Ab diesem Moment ist die Böhme mobil. Ihr wisst, ja, mein Platz hier ist nicht riesig. Wenn so eine schwere Maschine fest an einem Platz steht, ist sie mir oft im Weg. Aber mit den Rollen ist das kein Problem mehr. Wenn ich Platz für ein anderes Projekt brauche, schiebe ich sie einfach zur Seite. Das ist für mich das Wichtigste überhaupt. Die Maschine ist jetzt fahrbar und ich kann hier drinnen richtig gut arbeiten. So Freunde, das Fundament steht. Aber bevor wir weitermachen, kommt ein Schritt, der viel Arbeit macht, aber absolut sein muss. Die Grundreinigung. Ich nehme Silikonentferner und eine ordentliche Lappe. Zuerst schruppe ich das komplette Maschinenbett sauber. Der ganze alte Schmand und das Fett von Jahrzehnten müssen jetzt runter. Viele fragen vielleicht, Vitali, warum machst du das jetzt schon so genau? Ich erkläre euch mein Konzept. Ich will mit der Böhme ja bald arbeiten, zum Beispiel polieren und kleine Fräsarbeit machen. Dabei gibt es feine Staub und Späne. Wenn die Flächen jetzt sauber und fettfrei sind, kann ich den Dreck nach der Arbeit mit einem Handgriff einfach wegwischen. Auf dem alten klebrigen Fett würde das Staub wie Schmiergelpapier kleben bleiben und das Bett mit der Zeit kaputt machen. Sauberkeit ist bei alten Maschinen die beste Versicherung. Dann ist die vordere Spindel dran. Auch hier Sprühe wischen und den alten Dreck rausholen. Alles muss fettfrei sein, damit ich später sehe, wo noch Rost ist. Besonders wichtig sind die Gewinde. Schaut mal hier, dann nehme ich die Drahtbürste.
Der Dreck in der Rillen ist oft über die Jahre steinhart geworden. Mit der Bürste kratze ich das alles vorsichtig raus. Nun, wenn die Gewinde wirklich sauber sind, laufen die Teile später buttenweich und ohne zu klemmen. Es muss kein Museumsstück werden, aber die Technik muss sauber sein. So, die Reinigung ist fertig. So, jetzt geht es los. Zuerst schraube ich die Planscheibe von der Spindel ab. Die habe ich hier schon auf die Maschine gedreht, damit sie perfekt rund läuft und genau passt. Jetzt kommt der Rost weg. Ich fange mit der SSD-Scheibe an. Die ist super, weil sie nur den Dreck wegnimmt und das gesunde Metall in Ruhe lässt. Schaut mal, wie schnell das blank wird. Aber ein Problem gibt es. Mit der großen Scheibe komme ich nicht überall hin. Die ist groß für die ganze kleine Ecke. Deswegen nehme ich diese extra harte kleine Bürste. Damit komme ich überall rein, in jede kleine Ecke, wo die Scheibe nicht passt. Das muss man genau arbeiten, damit der Rost wirklich überall verschwindet. Zum Schluss nehme ich die feine Kupferbürste zum Polieren. Schaut euch das an, wie das ist, glänzt. Das mache ich nicht nur, damit es schon aussieht. Wenn das Metall so glatt poliert ist, kann ich später bearbeiten den Dreck und die Späne ganz einfach mit einem Lappen wegwischen. Da bleibt nicht hängen und die Maschine bleibt sauber. Das Fundament ist jetzt fertig gereinigt und glänzt wieder. So macht das Arbeit Spaß. So, Freunde, die Nanoversiegelung ist jetzt fertig drauf. Ich habe die Oberflächen richtig gut damit eingerieben. Das ist ein wichtiger Schritt. Die Versiegelung geht tief ins Metall und schützt den blanken Guss vor der Feuchtigkeit. So bleibt alles sauber und nichts fängt später wieder an zu rosten. Danach kommt das Öl. Ich nehme meine Ölflasche und schmiere alles gründlich ein. Jeder Bahn, jeder Teil und die vordere Lagerstelle bekommen einen ordentlichen Film. Das ist die Lebensversicherung für so eine alte Maschine. Ohne Fett und Öl läuft hier gar nichts. Jetzt baue ich die vordere Spindel wieder zusammen. Das ist Millimeterarbeit. Ich setze die Teile vorsichtig ein und achte darauf, dass alles perfekt fluchtet. Es ist toll zu sehen, wie die Mechanik nach der Reinigung wieder ineinander greift. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Dreck. An ein paar Stellen muss ich nochmal entrosten und den alten Lack entfernen. Ich nehme wieder die SSD-Scheibe für die grobe Arbeit. Damit hole ich alles runter, bis das Metall blank ist. Für das feine Finish und die Stellen, wo man vorsichtig sein muss, nehme ich dann die Kupferbürste. Die poliert das Metall richtig schon auf und gibt dieser Glanz, ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Zum Schluss kommt der wichtigste Teil der Reinigung. Ich puste und wische den ganzen Staub und den feinen Dreck überall ab. Jede Ecke muss sauber sein, damit später beim Drehen kein Staub in der Lager kommt. Und jetzt passt mal genau auf, das ist der wichtige überhaupt. Ich schlage hier gegen die Welle. Hört ihr das? Es klackert richtig laut. Das ist Metall auf Metall, weil die Gleitlager noch trocken sind. So darf man niemals arbeiten, sonst ist die Maschine sofort kaputt. Jetzt fülle ich Öl oben in die Öler, die Gleitlager. Dabei drehe ich die Spindel langsam mit der Hand, damit das Öl überall zwischen Welle und Lager läuft und einen Film bildet. Und jetzt der Test. Ich schlage wieder gegen die Welle. Hört ihr das? Nix. Das Klackern ist komplett weg. Das Öl füllt jetzt den winzigen Spalt aus und hält die Welle fest. Jetzt läuft sie butterweich im Ölfilm. Genau so muss das sein. Die Böhme ist jetzt geölt, die Spindel sitzt perfekt und wir können bald die erste Späne machen. So, Freunde, jetzt wird es technisch richtig interessant. Wir bauen die Fressanrichtung an. Zuerst zeige ich euch hier den T-Träger. Wie ihr seht, ist das ein massiver Doppel-T-Träger. Den habe ich vorher schon extra für dieses Projekt angefertigt. Den schraube ich jetzt als Basis.
hier unter am Maschinenbett fest. Alles muss stabil sein. Danach kommt die eigentliche Pressanrichtung dran. Das ist das Teil, mit dem ich später den Tisch hoch und runter bewegen kann. Ich setze sie an und montiere sie erstmal locker vor. Aber bevor ich alles festziehe, zeige ich euch ein ganz wichtiges Detail. Dieses Stück Stahl hier, das habe ich selbst auf die Drehbank gepresst und ganz genau auf 100 mm Maß geschliffen. Das ist mein Distanzstück. Das setze ich jetzt genau zwischen dem Bett und der Pressanrichtung ein. Nur so weiß ich, dass der Abstand perfekt stimmt und alles absolut parallel sitzt. Wenn das Passstück sitzt, ziehe ich die Schraube mit der Ratsche richtig fest an. Das muss bombenfest sein, damit beim Fräsen später nicht vibriert. Und jetzt schaut euch das an, der Moment der Wahrheit. Ich drehe hier am Handrad und schaut mal. Der Tisch bewegt sich ganz sauber und gleichmäßig, hoch und runter. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Die Mechanik läuft perfekt. So, jetzt kommt der Kreuztisch auf die Platte. Ich setze ihn vorsichtig genau dahin, wo er hingehört. Dann schraube ich alles fest zusammen. Das muss richtig stabil sein, damit bei Arbeiten später nichts wackelt oder vibriert. Und jetzt schauen wir, wie das funktioniert. Ich drehe hier am Handrad und die ganze Pressanrichtung fährt hoch und runter. Sieht er das? Das lötet einwandfrei. Der Tisch geht sauber nach oben und löst sich wieder nach unten. Genau so muss das sein. Der Kreuztisch sitzt fest und die Bewegung passt perfekt. Jetzt ist das Teil fertig. So, Freunde, jetzt ist das Dreibacken-Futter dran. Zuerst sprühe ich ordentlich Silikonentferner drauf, damit sich der Dreck löst. Dann nehme ich das graue Pad und schruppe kräftig über die verdreckte Stellen. Man sieht im Video gut, wie das Dreck von Futter verschwindet. Danach wische ich mit dem Lappen alles gründlich ab, bis es trocknet ist. Bevor ich das Futter montiere, gebe ich etwas Öl auf die Rückseite und verteile es. Der Schutz ist das blanke Metall von Rost. Zum Schluss setze ich das Dreibackenfutter auf den Spindel und die Planscheibe. Jetzt nehme ich den M14 Schlüssel und ziehe alles richtig fest an. Das muss bombenfest sitzen. So, Freunde, jetzt schauen wir uns den Antrieb an. Damit die Böhme erstmal wieder läuft, habe ich hier diese Halterung aus Buchenholz gebaut. Das ist natürlich nur provisorisch, damit ich jetzt anfangen kann. Ganz wichtig, der Original-Lederriemenantrieb kommt wieder dran. Ich baue das genau so zusammen, wie es früher original war. Ich will mit dem Riemenantrieb ganz normal drehen. Zusätzlich bleibt aber auch der moderne Motor dran. Den brauche ich später, wenn ich an der Maschine fräsen oder schleifen will. So habe ich beides, die alte Technik und moderne Kraft. Wie ihr hier seht, ist die Halterung jetzt fertig montiert. Und schaut mal, die Böhme lässt sich jetzt ganz leicht bewegen. Ich schiebe sie jetzt einfach auf ihren richtigen Platz. Dank der Rollen ist das gar kein Problem mehr. Die Maschine ist jetzt voll mobil für meine Werkstatt. Es bleibt also richtig spannend. Zuerst baue ich den Unterschlitten ein. Der muss sauber auf dem Bett sitzen. Den Kreuztisch drehe ich einfach zur Seite. So stört er bei Zusammenbauen nicht. Da kommt der Oberschlitten drauf. Ich setze ihn genau auf die Gradskala. Danach kommt der Drehmeißel und der alte massive Halter. Viele bauen heute ein modernes Schnellwechselsystem drauf. Aber bei dieser kleinen Böhme möchte ich den alten Halter behalten. Hier kann ich eine 20 x 20 mm Drehmeißel direkt auf den Oberschlitten legen. Das ist für mich stabiler als viele kleine Wechselhalter. Weniger Aufbauhöhe, weniger Hebel, weniger Vibrationen. Genau das ist echte alte Maschinenbauqualität. Als nächstes kommt die Pinole hinter dran. Ich setze sie auf das Bett und schraube alles fest. Jetzt teste ich die Mechanik. Ich drehe an den Handrädern und bewege Schlitten hin und her. Schaut mal, das läuft alles super flüssig und ohne Klemmen. So macht das Spaß. Und so, wenn ich den Kreuztisch mal nicht brauche, löse ich nur diese 4 Schrauben. In 2 Minuten ist er ab.
Dann habe ich wieder eine ganz normale Drehbank. Das ist mein System. Ich kann alles so umbauen, wie ich es gerade brauche. Zum Schluss mache ich noch den Schlüssel für das Dreibackenfutter sauber. Der war voll mit Rost, aber kurz mit der Bürste drüber und jetzt ist es wieder richtig gut aus. Test bestanden, alles ist einsatzbereit. Wenn das für euch interessant war, bleibt dran und schaut die nächste Folge. Ich sage heute nicht abonnieren oder liken. Wer alte Technik und moderne Lösungen zusammen spannend findet, der ist hier genau richtig. Wir sehen uns.